Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch mit Geschichten. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und fließender zu werden? Lass uns anfangen. Es war einmal ein Müller, der arm war, aber eine schöne Tochter hatte. Eines Tages musste er mit dem König sprechen. Um sich wichtig zu machen, sagte er zum König: Ich habe eine Tochter, die aus Stroh Gold spinnen kann. Der König antwortete: Das klingt interessant. Wenn deine Tochter so talentiert ist, wie du sagst, bring sie morgen zu meinem Palast, und ich werde sehen, was sie kann. Als das Mädchen ankam, führte der König sie in einen Raum voller Stroh. Er gab ihr ein Spinnrad und eine Spule und sagte: Jetzt fang an zu arbeiten. Wenn du bis morgen früh dieses Stroh nicht in Gold gesponnen hast, wirst du sterben. Dann schloss er die Tür und ließ sie allein. Die arme Müllertochter saß dort, völlig verwirrt. Sie hatte keinen Schimmer, wie man Stroh in Gold spinnt, und fühlte sich immer hoffnungsloser, bis sie anfing zu weinen. Plötzlich öffnete sich die Tür, und ein kleiner Mann trat ein. Er fragte: Guten Abend, Frau Müller. Warum weinst du? Oh nein, antwortete das Mädchen, ich muss Stroh in Gold spinnen, und ich weiß nicht wie. Was wirst du mir geben, sagte der kleine Mann, wenn ich es für dich tue? Mein Halsband, sagte das Mädchen. Der kleine Mann nahm das Halsband, setzte sich an das Spinnrad und mit einem Surr, Surr, Surr spann er das Stroh. Im Handumdrehen war die erste Spule voll. Er legte eine weitere Spule auf und spann erneut Surr, 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 und bald war auch die zweite Spule voll. Er arbeitete weiter bis zum Morgen, als das gesamte Stroh in Gold verwandelt war und alle Spulen voll waren. Als der König bei Tagesanbruch ankam, war er erstaunt und sehr glücklich, aber er wollte noch mehr Gold. Er brachte die Müllertochter in einen größeren Raum voller Stroh und befahl ihr, alles in der Nacht in Gold zu spinnen, oder sie würde sterben. Das Mädchen hatte große Angst und wusste nicht, was sie tun sollte. Sie begann erneut zu weinen, als der kleine Mann zum zweiten Mal erschien. Er fragte: Was wirst du mir geben, wenn ich dieses Stroh für dich in Gold spinne? Den Ring an meinem Finger, antwortete das Mädchen. Der kleine Mann nahm den Ring und begann zu spinnen. Bis zum Morgen hatte er das gesamte Stroh in glänzendes Gold verwandelt. Der König war überglücklich, das Gold zu sehen, aber er wollte immer noch mehr. Er brachte die Müllertochter in einen noch größeren Raum voller Stroh und sagte: Du musst auch dies heute Nacht spinnen. Wenn du das tust, wirst du meine Frau. Der König dachte: Selbst wenn sie die Tochter eines Müllers ist, könnte ich keine wohlhabendere Frau finden. Als das Mädchen allein war, kam der kleine Mann zum dritten Mal. Er fragte: Was wirst du mir geben, wenn ich das Stroh diesmal auch für dich spinne? Ich habe nichts mehr zu geben, sagte sie traurig. Dann verspreche mir, wenn du Königin wirst, dein erstes Kind. Die Müllertochter dachte bei sich: Wer weiß, ob das jemals passieren wird? Ohne zu wissen, was sie sonst tun sollte, stimmte sie der Bitte des kleinen Mannes zu, und einmal mehr spann er das Stroh in Gold. Als der König am Morgen hereinkam und alles sah, was er wollte, heiratete er die hübsche Müllertochter, und sie wurde Königin. Ein Jahr später hatte sie ein schönes Kind, aber sie dachte nicht an den kleinen Mann. Plötzlich erschien er in ihrem Zimmer und sagte: Jetzt gib mir, was du versprochen hast. Die Königin war entsetzt und bot dem kleinen Mann all den Reichtum des Königreichs an, wenn er ihr das Kind lassen würde. Aber der kleine Mann antwortete: Nein, etwas, das lebendig ist mir mehr wert als alle Schätze der Welt. Die Königin begann zu weinen, und der kleine Mann hatte Mitleid mit ihr.
Ich gebe dir 3 Tage, sagte er. Wenn du bis dahin meinen Namen erraten kannst, kannst du dein Kind behalten. Die Königin verbrachte die ganze Nacht damit, über Namen nachzudenken, die sie gehört hatte, und schickte Leute im ganzen Königreich, um weitere Namen zu finden. Als der kleine Mann am nächsten Tag kam, begann sie mit Namen wie Kaspar, Melchior und Balthasar, aber er antwortete jedes Mal, das ist nicht mein Name. Am zweiten Tag fragte sie nach den Namen der Leute aus der Nachbarschaft und versuchte die ungewöhnlichsten Namen, die sie sich vorstellen konnte. Vielleicht heißt du Kurzbein oder Schafschwanz oder Spitzenbein? Aber er antwortete immer, das ist nicht mein Name. Am dritten Tag kam ihr Bote zurück und berichtete, ich konnte keine neuen Namen finden, aber ich kam zu einem hohen Berg am Rand des Waldes. Dort sah ich ein kleines Haus und davor brannte ein Feuer. Um das Feuer hüpfte ein lustiger kleiner Mann. Er hüpfte auf einem Bein und rief, heute backe ich, morgen braue ich, am nächsten habe ich das Kind der jungen Königin. Ah, ich bin froh, dass niemand weiß, dass Rumpelstilzchen mein Name ist. Du kannst dir vorstellen, wie glücklich die Königin war, als sie diesen Namen hörte. Kurz darauf, als der kleine Mann hereinkam und fragte, »Nun, Frau Königin, wie heißt mein Name?« sagte sie zuerst, »Heißt du Konrad?« »Nein.« »Heißt du Harry?« »Nein.« »Vielleicht heißt du Rumpelstilzchen?« »Der Teufel hat dir das gesagt.« »Der Teufel hat dir das gesagt«, rief der kleine Mann. Wütend stampfte er mit dem rechten Fuß so fest auf den Boden, dass er tief einsank. Dann zog er in Rage so heftig an seinem linken Bein mit beiden Händen, dass er sich in 2 Teile riss. Tolle Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen deutschen Geschichten verpasst. Wir sehen uns im nächsten Video.